Es ist verteufelt. Es ist wirklich verteufelt. Das ist jetzt der dritte erste Abschlag, der wirklich unter aller Rakete war, wo der zweite hinterher dann aber einfach ein Träumchen ist. Es ist zum Tiefsfressen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute bin ich im Golfclub Herford. Das ist zwischen Minden und Bielefeld. Und ich habe Ende August hier traumhaft schönes Wetter. Ihr seht es, fast blauer Himmel. Und ich bin auch ziemlich alleine hier um die Uhrzeit auf dem Platz. Freue ich mich natürlich sehr drüber. Der Platz ist in einem sehr gepflegten Zustand, kann man wirklich nicht anders sagen, und hat eine Besonderheit, zumindest in Ostwestfalen. Das ist meines Wissens nach der einzige Platz in Ostwestfalen, der technisch gesehen über 13 Bahnen verfügt. Hat eigentlich aber nur 9. Kann aber wie ein 18-Loch-Platz gespielt werden mit 13 verschiedenen Bahnen. Das liegt daran, 4, ja genau, wenn man noch zählen könnte, 4 der 9 Löcher haben 2 Abschläge. Das werdet ihr im Laufe der Runde dann auch sehen. So wie jetzt hier zum Beispiel die Bahn 1 hat einmal den Abschlag hier hinten bei mir und dann nochmal hinter mir auf dem Berg dort oben. Also, los soll's gehen. Ich bin sehr gespannt, was das heute wird. Grundsätzlich, so der erste Eindruck vom Platz ist richtig, richtig schön im Clubhaus. Man hat mich sehr nett empfangen. Dafür auch an dieser Stelle nochmal ein recht herzliches Dankeschön. Und jetzt soll es losgehen. Los geht's! Ich weiß nicht, ob ihr von der Kameraposition aus da hinten diesen weißen Pfahl sehen könnt. Das ist der Richtungsmarker. Da ungefähr geht's hin. Die Bahn ist 419 Meter lang und ist ein Par 5. Ja, sehr guter Abschlag, bin ich sehr zufrieden mit. Ja, der ist genau da, wo er hin muss. Ist schon mal auf jeden Fall Chaka, guter Start. Ja, das ist dann der schöne Blick nach dem ersten Schlag auf der 1. Zurück zum Start, von da hinten sind wir gekommen. Da ist die Driving Range und da ist mein Ball und hier ist die Markierung, von der ich eben sprach. So, aufgrund der Sonneneinstrahlung, aus irgendwelchen Gründen habe ich den zweiten Schlag nicht gefilmt. Der ist mittig rübergegangen, guter Schlag, Eisen 7, ich denke so 140, 150 Meter. Wir schauen mal, wo er liegt. Ja, ein sehr guter Start, ich bin sehr zufrieden mit 2 Schlägen hier auf dem Par 5. 114 Meter noch bis zum Grün. Ich nehme jetzt hier einfach nur einen Pitching Wedge und schaue, dass ich den Anfang Grün bringe. Das folgende Video wird euch präsentiert von golfaktiv.com. Golfaktiv.com, das ist das Online-Versandhaus für den Golfer und die Golferin. Schaut gerne mal rein, in dem Shop findet ihr alles, wirklich alles, was das Golferherz so begehrt. Vom Trolley hin zum Bag, über den Schläger, auch zur Kleidung und auch Liebhaber anderer Sportarten werden dort fündig werden. Golfaktiv.com. Und der ist auch schlecht. Schlechter Schlag, oh bleib. So, ich dachte ja, dass mein Ball aus wäre, aber das ist hier mehr oder weniger Glück im Unglück gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das ist, ja, wenn ich hier so stehe, zwischen den beiden, das ist für mich, tja, ich würde sagen, der ist noch drin. Ganz schwer zu sagen. Ich bin jetzt mal optimistisch, für mich ist ja keine Turnierrunde, da hätte ich jetzt noch Leute dabei. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Dann wollen wir jetzt hier mal. Aus der Kamera sieht das jetzt natürlich so aus, als ob der aus ist, logischerweise, weil die Kamera steht aus dieser verlängerten Position, steht die Kamera links von dem hinteren Pfeiler. Also lasst euch da nicht von täuschen. Ich kann das gleich mal noch so hinstellen, dass das von der anderen Seite aus sichtbar ist. Aber jetzt geht es hier mit dem Chipper weiter. Ihr müsst mich leider von hinten ertragen, weil anders kriege ich das hier nicht hin mit der Kamera.
Ui, der ist wahrscheinlich zu lang. Bei den schnellen Grüns wird der kaum anhalten. Gerade so. Okay, also an die schnellen Grüns muss ich mich noch gewöhnen, aber Qualität ist der Hammer. So, ich nehme jetzt die Kamera hier aus der Position, wo sie jetzt gerade stand, und dann seht ihr, ich bin deutlich davor. Also ich müsste jetzt, um hier in diesen Schnittpunkt reinzukommen, müsste ich praktisch nach hier reingehen, und da lag der Ball dann schon eine ganze Ecke davor. Also das sieht hier richtig gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht Spaß, das gefällt mir. Ja, da kann ich wirklich, ja, ihr wisst, ich spreche gerne Empfehlungen aus, aber ich tue das auch nur, wenn es mir wirklich danach ist. Und hier muss ich sagen, jetzt nach der ersten Bahn gefällt mir das hier, also zumindest nach den ersten Schlägen. Auf diesem Paar 5 sind jetzt 4 Schläge durch. Das heißt, das ist ja eigentlich alles soweit in Ordnung. Ich hätte mir natürlich gewünscht, mit dem 4. drauf zu sein, aber das ist jetzt so alles in Ordnung. Ich habe jetzt die Chance, von hier aus sogar theoretisch das Paar zu spielen. Das wäre natürlich Glückssache. Jetzt hatte ich zu viel Angst, weil das eben so schnell war, habe ich jetzt zu langsam gespielt. Okay, 5 Schläge. Jetzt dann der erste richtige Putt, und da wollen wir jetzt mal gucken, ob wir da nicht in der Lage sind, jetzt hier mit einem schönen Putt. Beim Einputten gerade hat das ja auch sensationell gut geklappt, dass wir das jetzt ja auch hinbekommen. Er verhungert mir ein paar Zentimeter davor. Sehr schade. So ist es zum Start dann die 7. Muss ich nehmen, ist jetzt kein Traumstart, aber 2 drüber. Ja, bin ich ein über meinem Ziel. Ich möchte ja immer Bogey-Golf spielen. Trotzdem ist das okay. Es ist wieder ein Blind Date. Ich kenne den Platz nicht. Trotzdem, die Sonne lacht. Was wollt ihr mehr, oder? In Sachen Beschilderung, auch da muss ich sagen, lobende Worte an den Club. Das ist alles modern, das ist alles solide, das ist alles sauber. Ist gut ausgeschrieben, die Entfernung, alles wirklich vorbildlich. Und auch hier diese Bahn 2 spielt sich nachher auch als Bahn 11. Die wird halt doppelt gespielt, das ist aber dann vom selben Abschlag. Ist also keine von diesen 4 Bahnen, von denen ich eben sprach, sondern das ist jetzt einfach dann Bahn 2 und 11, die sich aber identisch spielen, wenn man als 18 Loch den Platz spielt. Nicht wie die 1, die ja identische, also die ja unterschiedliche Abschläge hatte. So, jetzt haben wir hier auf dem Paar 4 332 Meter, es geht ganz leicht nach links rüber. Wir werden jetzt mal schauen, wir haben hier wirklich Platz, 180 Meter. Ich nehme da jetzt mal das Holz 3 vom Start weg, wollen wir mal schauen. Wie gesagt, Qualität, alles super. Kann man wirklich nicht meckern. Das ist wirklich hier alles hervorragend gemacht. Und wie gesagt, wir müssen so leicht nach darüber. Das heißt, ich werde natürlich versuchen, einfach nur mittig rauszukommen. Und ich habe jetzt mit dem Holz 3 auch in letzter Zeit ein bisschen geübt und trainiert. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob mir das gelingt. Das ist jetzt so ein bisschen hier Lotterie. Ja, der ist ein bisschen rechts, aber der ist okay. Habe ich mir die Bahn jetzt ein bisschen lang gemacht. Trotzdem habe ich jetzt gleich einen guten Spot, um so runter zu spielen. Alles sauber, alles gut. Wir sind nicht unzufrieden. Die 1 war eine 7 auf dem Paar 5 und jetzt sind wir hier gut gestartet. Ja, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Ich brauche eure Hilfe. Bitte abonniert, aktiviert die Glocke, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst, wenn euch das hier Spaß macht, mich mit guten und schlechten Schlägen zu begleiten, und vor allen Dingen gebt mir ein Gefällt mir, Daumen nach oben und kommentiert. Wie gesagt, all das hilft, dass YouTube den Algorithmus für meinen Kanal anhebt und damit noch mehr Leute, noch mehr Spieler und Spielerinnen, auch Linkshänder, natürlich Rechtshänder, Rechtshänderinnen genauso, den Kanal finden können. Und ich würde mich da riesig drüber freuen, wenn ihr mich unterstützt. So, der Abschlag war okay, ich bin da nicht unzufrieden. Mitte ist ein bisschen links, er hätte natürlich logischerweise etwas weiter da unten liegen können, weil die Schneise ist frei. Also ich hätte mir jetzt sicherlich 30 Meter ersparen können. So sind es tatsächlich noch 178 Meter. Da gehe ich kein Risiko ein. Dann nehme ich jetzt nur ein 7er Eisen und lege den lediglich vor. Also ich mache jetzt hier keine Experimente und keine Heldentaten. Ich möchte jetzt eigentlich über den, was heißt eigentlich, auch ohne eigentlich, eigentlich ist sowieso ein Wort, streichen. Über den Bunker möchte ich spielen, weil
dann habe ich von da aus einen guten Spot zum Anspielen. Und deswegen jetzt heißt es, sich gut auszurichten. Ist auch immer so ein Problem bei mir gewesen. Ihr kennt das vielleicht auch. Also so die rechte Kante des Bunkers nehme ich jetzt mal als Maß. So, habe ich jetzt hier die richtige Position. Ich habe hier so ein bisschen das Problem, dass der Ball könnte auch ein kleiner Flieger werden, aber das ist aufgrund der Länge, die da jetzt ja wahrscheinlich bei rauskommt, gar kein Problem. Der kann ruhig nachrollen. Dann habe ich vielleicht sogar die Chance, dass der dritte Schlag deutlich kürzer ist. Das hat sehr gut geklappt. Perfekt. Ja, einen ganz kleinen Tucken da drüben. Und der rollt genau dahin, wo ich ihn hinhaben wollte. Schön, wenn denn auch mal was klappt. Da freue ich mich ganz besonders. Vielleicht kleines, ihr wisst ja, ich streue mal so kleine Anekdoten zwischendurch ein. Ich habe ja in der Vergangenheit mit dem Interlock-Griff gespielt. So. Und ich habe kleine Finger und ihr seht, ich habe auch immer Schwierigkeiten mit den Fingern. Das hat bei mir verursacht, dass ich nie in der Lage war, mit der Hand richtig aufzugreifen und bin immer so drunter geblieben und hat dadurch immer die geschlossene Schlagfläche, habe da riesen Schwierigkeiten gehabt. Und jetzt mache ich es halt, ich glaube, das nennt sich Baseball Griff, glaube ich, heißt das. Einfach so aneinander und habe dadurch natürlich es wesentlich einfacher, den Daumen hier in diese Falte reinzubringen und von oben drauf zu bleiben und somit eben im Abschwung zu verhindern, dass der Schläger sich zu sehr dreht, weil die Hand ist ja schon drauf. Damit fällt natürlich dieses Überrollen der Handgelenke deutlich schwerer. Das nur mal so zwischendurch. Ja, jetzt möchte ich euch hier beim Runtergehen zum zweiten Grün auch mal einfach nochmal die Qualität des Platzes hier so ein bisschen zeigen. Die Fairways sind saftig. Naja, es hat ja auch viel geregnet im August. Dafür, dass es der heißeste August des Jahrtausends gewesen sein soll. Naja, haben die Plätze ganz schön viel Regen abbekommen. Also kann man nur sagen, hier die Platzpflege, das ist alles sehr gut. Die Fairways sind einen kleinen Tucken hoch vielleicht für meinen Geschmack. Sie dürften ein bisschen kürzer sein. Das hat auf manchen anderen Plätzen so ein bisschen First Cut Länge. Aber sie haben das hier gänzlich so gemäht. Jedenfalls hier auf dieser Bahn 2. Es stört aber nicht. Die Qualität des Fairways ist wirklich so gut, dass das jetzt hier nichts groß ausmacht. Und wir laufen jetzt auf meinen Ball zu. Da unten seht ihr ihn auch, glaube ich, schon. Bin ganz zufrieden. Das war ein guter Schuss mit meinem Eisen 7. Das waren 178 Meter hier bergab. Ja, beschweren wollen wir uns da mal nicht. Das war jetzt ein sehr, sehr guter Schlag mit dem Eisen 7. Ich habe jetzt vielleicht noch so 20 Meter oder sowas. Das heißt, hier in dem Bergab-Roll war das Eisen 7 dann, ja, keine Ahnung, 155 Meter oder sowas lang. Der war aber auch wirklich schön gerade und super getroffen. Ich nehme jetzt hier mein Sandwich, möchte jetzt den Ball vorm Grün aufkommen lassen. Ich spiele solche Chips, übrigens ohne Handschuhe inzwischen. Habe ich mehr Gefühl für den Schläger. Jetzt hoffe ich auch, dass ich natürlich hier einen guten Schlag hinbekomme. Ja, sehr gefühlvoll. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ja, bin ich sehr, sehr zufrieden. Ein Tucken kurz, aber dafür, dass es hier bergab ging und vom gesamten Schwung, da habe ich sehr stark dran geübt. Ihr wisst, ich benutze sonst auch den Chipper, aber das ist jetzt hier so weit, dass ich dann da keine Längenkontrolle habe. Und wenn ich den Ball mit dem 56 Grad Wedge in die Luft kriege ein bisschen, habe ich dann schon die Gelegenheit oder die Möglichkeit, dass der etwas weniger nachrollt und ich dadurch natürlich ein bisschen mehr Chancen habe darauf, dass er liegen bleibt. Also, paar Chance. So, ihr könnt das, glaube ich, ganz gut sehen. Das sind ungefähr, ich denke mal so knapp vielleicht 2 Meter. Vielleicht mögen es auch 2,10 sein. Lasst es auch 2,20 sein. Sind wir mal nicht kleinlich, aber ich bin einverstanden. Also aus der Position von hier jetzt, es ist ja wie gesagt für mich ein Blind Date. Ich habe den Platz ja noch nie gespielt. Jetzt sehe ich natürlich von hier aus auch, dass das Grün etwas ansteigt. Also von daher meine Angst, dass er mir aus der Position von oben wegrollt, war unbegründet. Allerdings war das für mich von oben nicht zu sehen, aber das ist gut, ist alles in Ordnung. Das erste Paar des Tages ist gelungen auf Bahn 2. Sehr schön. Bin ich natürlich zufrieden. Könnt ihr euch vorstellen, nach der 7 jetzt gerade. Also, das ist hier die Bahn 3 und die Bahn 12. Ihr seht schon, als Bahn 3 ist es der Herrenabschlag, 380 Meter und ist ein Par 4.
das gleiche Loch, die gleiche Bahn als solches, ist aber ein Paar 5, weil dann der Abschlag, zeige ich euch gleich, dort hinten zurückversetzt ist und entsprechend, ich würde mal sagen, 30, 40 Meter länger ist. Und dann ist als Bahn 12 das hier der Damenabschlag, während die Damen auf Bahn 3 20 Meter weiter vorne abschlagen. Das ist sehr clever gemacht, dadurch bekommen die Bahnen andere Dynamiken. Wie gesagt, das ist hier auf 4 der neuen Bahnen so und dadurch spielen sich die 18 Loch ja wie 13 verschiedene Bahnen und das ist, wie ich schon vorhin mal sagte, eine ostwestfälische Besonderheit. Also, ich kann euch nur empfehlen, schaut es euch hier mal an, fahrt mal hin. Also bis jetzt, ist wieder Lobhudelei, ich höre damit auf. So, von meiner Startposition aus hier auf der Bahn 3 seht ihr da vorne den Abschlag für die Bahn 3 der Damen. Ich befinde mich aber jetzt, wenn das die Bahn 12 wäre, befinde ich mich jetzt hier auf dem Damenabschlag. Und der Herrenabschlag wäre auf Bahn 12 dann da hinten. Also, das ist spannend und interessant gemacht. Und insgesamt sehr schön. Die Bahnen sind sehr gepflegt. Das ist hier wirklich, ist natürlich so ein Parkland-ähnlicher Kurs. Aber ihr wisst, habe ich euch schon oft genug gesagt, ich liebe diese Art von Golfplätze. Ja, auf dieser Bahn 3, Paar 4, 380 Meter, haben wir jetzt die Situation, dass dieser Baum, den ihr da vorne so seht, dieser kleine Baum, der da so ein bisschen reinragt, der ist 145 Meter entfernt. Das heißt, der ist grundsätzlich nicht im Spiel. Da die Bahn trotz dieses Baumes für mich relativ breit ist, nehme ich jetzt dann doch mal den Driver hier. Durch das Paar haben wir jetzt ja auch Selbstvertrauen getankt, hoffe ich jedenfalls. So, und da das Hindernis auf dieser Seite ist, das habe ich bei dem Philipp Meyernitsch, jetzt heißt er Kimmlich, aus Österreich, ein ganz, ganz toller YouTuber. Ich verlinke euch den mal, ich schaue den selber sehr gerne. Ich mache demnächst auch mal ein Video, welche YouTuber ich gucke. Falls euch das interessiert, wenn es nicht interessiert, einfach wegklicken und nicht meckern. So, also Ziel ist jetzt natürlich links von dem Baum zu bleiben und einen möglichst geraden 3-4 auf den Platz zu bekommen. Nicht mein bester Abschlag, aber der liegt genau da, wo er hin sollte. Hatte eine leichte Fade-Kurve, das habt ihr sicherlich auch gesehen, jetzt gerade im Shot Tracer. Trotz allem, wir müssen es nehmen, wie es kommt. Ihr wisst, ich bin Handicap 20, aktuell 21,1. Und darum sage ich ja auch immer, ich hatte letztes Mal einen bösen Kommentar, den ich gelöscht habe, weil der war wirklich so fies, wo ich gesagt habe, warum macht man das? Das ist ja eigentlich total sinnlos. Ich hatte erst überlegt, ihn stehen zu lassen, aber das war einfach nur verletzend. Also ich finde das auch Quatsch. Also wenn jemand keine Lust hat, sich das anzugucken, wie Handicap 21 aussieht, dann gibt es immer die Möglichkeit, Fernbedienung wegschalten, sich einen anderen angucken, einen Scratch-Golfer. Es gibt so viele tolle, richtig gute Golfer. Aber ich glaube, die Masse in Deutschland spielt ungefähr so Golf wie ich und vermutlich auch ihr. Und deswegen schaue ich zum Beispiel auch andere YouTuber, auch der Ferris Heber-Leite ist auch so ein Kollege aus Österreich, der macht das auch so, ist auch ein kleiner, so wie meiner, ein kleiner YouTube-Kanal, aber der macht das ganz klein und fein und sehr authentisch und das ist mir so viel mehr wert, als wenn das alles so aufgeblasen und professionell ist. Also ich versuche ja auch professioneller zu sein oder zu werden, damit das für euch schöner anzuschauen ist. Aber ich habe nicht geplant, jetzt hier den Club so wirklich, diesen Kanal so aufzupumpen, dass das jetzt hier zu einem richtigen Profikanal wird, weil das bin ich nicht und das werde ich mit meinen 53 Jahren auch nicht mehr werden. Ich möchte einfach so viel Spaß am Golfsport haben, wie es irgend geht und ich möchte euch auf dieser Reise mitnehmen, dass ihr so ein bisschen was von diesem Flair und diesem Feeling, wie toll dieser Sport ist, immer wieder auch erleben könnt. Gerade auch vielleicht im Winter, wenn ihr euch diese Videos anschaut oder halt eben nicht jetzt, während ich sie aufnehme, sondern ihr stoßt erst im Winter auf den Kanal, um euch die Zeit ein bisschen zu verkürzen, dann ist sowas schön. Übrigens, vom 23. bis zum 30. September bin ich in Oberstaufen und mache dort eine Woche Golfurlaub. Ich werde euch da natürlich auch von berichten. Also jetzt geht es aber erstmal weiter hier. Ja, der erste Schlag war gut. Bin zufrieden. Das sind aber jetzt bestimmt immer noch irgendwie, keine Ahnung, 180, 190 Meter oder sowas. Ich nehme jetzt hier das Eisen 5. Nee, ich stehe etwas unterm Ball. Dann nehme ich lieber nur das Eisen 6. Dann ist mir der andere Schläger zu lang, weil ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera sehen könnt. Also gefühlt stehe ich so ein bisschen so nach unten und dann nehme ich lieber das ein bisschen kürzer. Ich komme mit dem zweiten sowieso nicht hin. Ui, der ist rechts. Scheiße, und der ist im Feld. Nein, ich habe Glück gehabt. Der Baum, ich weiß nicht, ihr habt es bestimmt gesehen, der ist im Baum und liegt jetzt hinterm Bunker. Dusel gehabt. Da war er wieder, mein Hook. Ja, schade, schade, schade. Ich kriege das nicht weg. Ich weiß nicht warum. Der Griff fühlt sich jetzt besser an. Aber ich habe immer noch die Tendenz, zu stark von innen zu kommen, im Verhältnis zur Schwungbahn anscheinend. Hatte ich tatsächlich Glück, dass der Ball mir nicht in die Blumen hier gegangen ist, denn dann wäre er definitiv weg gewesen. So ist jetzt alles gut gegangen.
Und ich habe 114 Meter, nein, 112 Meter bis zum Flaggenstock. Das ist dann jetzt wieder ein Fall für mein Pitching Wedge. Und da wollen wir jetzt mal gucken, dass wir den dritten draufbringen. Damit wäre ich dann auch zufrieden. Wir stehen wieder etwas unterm Ball. Ich muss mich also jetzt bemühen, wirklich die Schwungbahn entsprechend gut auszurichten. Das sieht gut aus. Das ist ein guter Schlag. Ist er lang genug? Ja, der ist perfekt. Ui, der ist sogar ein Tucken lang, aber ich glaube, dass der durchaus brauchbar ist. Also das war ein schöner Schlag. Haben ja auch ein Stück vom Platz mitgenommen. Nicht zum Essen, aber man sagt bei uns in Westfalen ein schönes Schnitzel herausgeschlagen. Ja. Gutes Anspiel. Der Auftreffpunkt ist hier. Also das war wirklich ein guter Schlag. Bin ich sehr mit einverstanden und ihr kennt mich. Pitchmarken, Divots und ähnliches wird bei mir immer ausgebessert. Und ich wünsche mir, dass ihr das auch alle macht, denn wir wollen alle auf einem vernünftigen Platz spielen. Und hier kommt jetzt mein Chipper zum Einsatz, denn das ist jetzt hier so eine Balllage. Hier draußen ist es unterm Ball zum Teil wirklich nur noch die nackte, harte Erde. Und da ist es jetzt deutlich einfacher für mich, ich möchte, dass der vorm Grün schon aufkommt. Und dann wollen wir mal gucken. Tucken zu wenig. Hätte hier aufkommen sollen und nicht schon dort. Golf ist aber kein Wunschkonzert. So, das haben wir 4 Schläge. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier uns nicht einen einfangen. Nämlich eine 6 wäre ja wieder einer zu viel. Und ich war jetzt ja froh, dass ich mit dem Paar das Doppelbogie von der 1 ausgeglichen habe. Aber das sind jetzt schon noch, ich sag mal 3 Meter. Ja, das sollte man so nicht spielen. Aber das ist halt Golf. Wieder ein Tucken zu kurz. Ich bin dann doch sehr zurückhaltend. Dann ist es die 6, weil die Grüns sind schon sehr schnell. Das heißt, hier muss man wirklich dosiert spielen. Aber eine Chance sollten sie halt schon haben. Also 7, 4, 6. Wir sind auf der Bahn 4. Das ist die zweitleichteste Bahn des Platzes. Und wir haben hier ja eigentlich 224 Meter Platz, bis dann auf der linken Seite Wasser kommt. Bei meinen derzeitigen Längen würde ich sagen, können wir das riskieren. Das ist jetzt kein Kompliment für mich, aber ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin aktuell, obwohl es geht bergab, ne? Dann nehmen wir mal lieber nur das Dreierholz, wir nehmen mal kein Risiko. Wir spielen mal dann doch lieber Course Management und ja, ist dann manchmal definitiv der bessere Weg, anstatt Harakiri zu spielen, dann doch lieber zu sagen, okay, er ist lieber etwas zu kurz. Die Bahn ist 337 Meter nur lang. Das heißt, hier ist es auch gar nicht notwendig, den Driver zu nehmen. Und wir probieren jetzt wieder mein Dreierholz. Das hat ja eben auch eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert. Oh, yippie. Ui, sehr schön. Hey, das macht ja Spaß, wenn der so abgeht. Ja, sehr gut. Bin ich zufrieden. Also ich kenne jetzt zwar die Situation da unten nicht, aber so wie das von hier oben ausgesehen hat, müsste der ziemlich gut liegen. Also wir haben einen guten Spot, den zweiten drauf zu spielen. Schön. Ja, was ihr jetzt gerade vielleicht bei dem Schlag auch gesehen habt, so ein Stück weit mit dem Holz 3. Ich habe da schon noch ein bisschen Schiss. Also bin da noch nicht ganz so sicher und ja, halte den am Ende so ein bisschen fest, aber trotzdem, das Ergebnis ist super, bin ich total zufrieden mit und total happy. Aber ja, wie soll ich sagen, ja, das ist wie beim Driver. Ich tue mich dann da manchmal ein bisschen schwer, den Ball oder den Schläger richtig loszulassen und mich da richtig durchzudrehen. Da habe ich natürlich, wenn ich es mal mache und es mich traue, auf der Driving Range zumindest, dann habe ich natürlich auch eine sehr, sehr gute Länge, aber ich traue es mich halt fast nie auf dem Platz und deswegen halte ich den mal so ein bisschen fest. Vielleicht ein Projekt für nächstes Jahr, mich da mal drauf zu konzentrieren. Im Moment ist aber für mich ganz klar Number One
meine Eisen gerade auszukriegen, denn das verhindert aktuell mein großes Ziel für dieses Jahr, nämlich Handicap 14,9. Das ist nicht realistisch. Ich bin da ganz ehrlich mit euch. Man muss immer große Ziele haben. Das hatte ich auch. 14,9 war mein großes Ziel. Ist, wie gesagt, nicht realistisch. Ich kann sicherlich aktuell, wenn alles gut läuft, um die 90 spielen, mal. Aber ich müsste ja, um das Handicap im Prinzip auch zu festigen, müsste ich das ja permanent spielen. Und ich müsste auch mal eine 87 und eine 86 spielen. Und dafür habe ich halt eben zu sehr dann diese Kurven da drin. Und dann ist das halt aussichtslos. Leider, leider, leider. Ja, da vorne sehe ich meinen Ball liegen. Der liegt gut, der liegt richtig gut. Ihr werdet das gleich auch sehen. Ich zeige es euch gleich. Ja, da ist mein Ball und ihr seht, ich habe den Ball praktisch direkt an den Abschlag der 13 gelegt, denn die Bahn 4 ist auch gleichzeitig die Bahn 13 und die Bahn 13 hat dann von Gelb 145 Meter, das heißt, ich habe jetzt noch ungefähr 147, 148, 150 Meter und da unten ist dann das Grün, das heißt, als Bahn 13 ist es ein Paar 3. Das spiele ich heute natürlich jetzt nicht, aber im Endeffekt gefühlt ein Stück weit doch, weil mein Ball liegt da irgendwo. Ich lese das jetzt hier mal aus, denn das geht bergab. Und wenn es dann auch noch bergab geht, spielt sich die Bahn natürlich mal locker 10 Meter kürzer. Das sind 141 Meter. Ich gehe mal davon aus, das spielt sich wahrscheinlich so wie 130. Ich nehme also jetzt hier nur ein 8er Eisen, das ist bei mir so 130 Meter. Und wenn ein Tucken zu kurz ist, ist es nicht schlimm, aber ich kann es mir halt nicht erlauben, dass er zu lang ist, weil dahinter ist irgendwie das Tal der Tränen, da geht es so runter. Deswegen bleiben wir lieber kurz. So, wieder die richtige Ausrichtung. Da ich die Tendenz habe, eher etwas nach rechts zu zielen, gehe ich etwas nach links. Also ich versuche jetzt die, sag ich mal so, 2/3 zur linken Seite mich auszurichten. Und da bleibt er aber links. Ui, und jetzt ist er im Aus. Ja, jetzt haben wir dieselbe Situation wie eben auf der Bahn 1. Ich glaube, dass der noch liegt. Das ist da so ein Streifen, da geht es so ein bisschen runter. Ich glaube, der ist so einen halben Meter oder einen Meter noch drin. Ja, zu viel darüber gesprochen. Das ist natürlich auch so, man redet die ganze Zeit, also ich mit euch, aber sonst mir macht das ja Spaß, mit euch zu reden. Aber klar, dann sage ich richte mich nach da aus und dann manifestiert man sich das so sehr und dann spielt man auch noch nach links. Ja, furchtbar. So, ich dachte, den Ball finde ich und der liegt. Nein, der lag nicht. Kein Ball da. Also meine Karre steht jetzt noch da unten. Bin jetzt wieder hochgegangen und spiele jetzt hier entsprechend den 4. Schade. Da habe ich jetzt gedacht, diesmal habe ich auch Glück. Hatte ich nicht. Egal. Ja, dafür ist das dann ein Meisterwerk. Ja, wenn er jetzt noch anhält, er liegt Mitte grün. Das war der Schlag, den wollte ich als erstes machen. Habe ich aber nicht. Ja, schade. So, ja, nachdem wir jetzt den 2. Schlag gemacht haben, gehe ich jetzt wieder mit euch runter, wo meine Karre schon steht, wo ich gerade gesucht habe. Und leider kein Ball war. Ja, und das macht ja keinen Sinn, wenn ich mir jetzt hier die Bälle hinlege und sage, oh schön, ich habe den Ball gefunden. Das ergibt ja keinen Sinn. Es soll ja so sein, dass ich euch auch zeige, was ich spiele. Und so was passiert. Das war jetzt von mir natürlich blöd, dass ich nicht da oben schon den 2. gemacht habe. Aber ich zeige euch das hier mal. Hier lag dann leider kein Ball und ich hatte ihn irgendwo hier vermutet. Aber so ist es nicht. Und jetzt sind wir hier mit dem 4. Schlag drauf. Ja, im Doppelbogie müssten wir jetzt hier dann schon zufrieden sein. Schlag 4 liegt jetzt hier. Ich kann keine Pitchmarke finden, also der ist dann, keine Ahnung, das Grün ist hier auch sehr hart. Also die Grünen sind schnell, aber qualitativ muss ich sagen, mit das Beste, was ich so dieses Jahr gespielt habe. Und spiele nur doch sehr häufig und auch immer mal wieder auch andere Plätze. Der ist hier wirklich gut. Also da kann man nichts sagen. Das ist jetzt ein sehr langer Putt, geht bergab. Bestimmt
10, 12 Meter, schätze ich. Gutes Tempo. Jetzt bricht er unten weg. Nee, doch zu kurz. Uiuiuiui, das sind jetzt auch nochmal 2 Meter. Das ist jetzt dann schon Schlag 5 gewesen. Wir machen jetzt die 6. Das heißt, der hätte eigentlich schon so nah rangesollt oder gemusst, dass er safe drin ist. Und das bricht hier ganz schön weg. Das habt ihr gerade auch am Ende gesehen, wie der jetzt hier dann so rübergefallen ist. Das ist hier nochmal wie so eine kleine, ja, wie so eine kleine Senke. Das fällt hier dann so rein. Schöne Grüns, anspruchsvoll, aber sehr, sehr gut. Nee, so schnell sind sie dann halt auch nicht. Okay, es wird das Triple Bogey, es ist die 7. Natürlich so gar nicht das, was ich möchte. Das sind ja diese Sachen, die ich immer sage, die ich unbedingt vermeiden möchte, weil die verhindern halt das Handicap 14,9 logischerweise. Die Bahn 5. Das ist eine Bahn, die spielt sich sowohl als Bahn 5 als auch Bahn Nummer 14 absolut identisch. Es ist ein 173 Meter langes Par 3. Ich nehme jetzt hier mein Eisen 4 und möchte dann mit dem Eisen 4 irgendwo am Grün, rund ums Grün, auf jeden Fall in die Richtung kommen. Und das werden wir jetzt dann auch so spielen. Ich glaube, der Misshit ist auf der rechten Seite, deswegen orientiere ich mich auf der Teebox auf der linken Seite. Auch um mir natürlich so ein bisschen den Druck, ihr könnt das sehen, den Druck zu nehmen von den Bäumen auf der rechten Seite. Ja, das könnt ihr gut sehen da. Und ja, jetzt heißt es, den Schläger gerade wegnehmen und gerade spielen. Sehr schöner Schlag. Darf nur nicht im Bunker gehen. Ach nein, ja, er ist zu kurz. Alles gut. Der rollt jetzt so vor dem Bunker so nach links weg. Da hatte ich Glück, dass das so ein bisschen rangeht. Aber schöner Schlag. Also das war jetzt mal so grundsätzlich, so stelle ich mir das vor. Schönes Eisen 4. Sehr gut. Ja, ich würde mal sagen, bergauf, ich sag mal so 165 Meter, schätze ich mal, sind es jetzt hier gewesen mit dem Eisen 4. Völlig in Ordnung. Also bin ich mit einverstanden. Jetzt haben wir so einen kleinen Stressschlag hier. Aber da mache ich jetzt auch wieder nur einen Chip, ganz normal. Perfekt, oh ja, schön, 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 schön. Ja, wir haben zumindest eine Paar-Chance, würde ich sagen. Also das sah gut aus. Der ist gut gebounced, ein bisschen nach rechts weg, aber bin ich einverstanden, also sehr schön. So, hier haben wir jetzt die Paar-Chance. Wäre natürlich toll jetzt nach dem gerade vergeigten Loch wegen dem Ball, der weg war, mit dem leider Triple Bogey, wäre das jetzt natürlich eine super Geschichte, hier mit einem Paar zurückzukommen. Ich schätze so 1,50 Meter ungefähr sind es. Schade, 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 schade. So ist es die 4. Aber auch das ist völlig in Ordnung. Die Beschilderung ist ja auch überall wirklich vorbildlich. Man kann das alles sehen und es ist entsprechend, wenn man es als 18-Loch-Platz spielt, mit den 4 leicht veränderten Abschlägen. Dann wird dann hier angezeigt Bahn 6 und entsprechend, wenn man dann durchspielt, wäre jetzt als nächstes die 15 hier unten. Also kann man nicht verfehlen und alles ist gut gemacht und auch alles sauber. Wirklich, ja, ist stimmig. Wir sind auf Bahn 6 angekommen. Ein Par 4 mit 305 Meter. Das Wasserhindernis beginnt bei 201 Meter. Entsprechend nehme ich dann jetzt auch wieder nur mein Holz, um hier nichts zu riskieren. Also der Driver ist hier nicht permanent notwendig. Also da muss man sich das wirklich gut überlegen, was man da nutzen möchte, um halbwegs sicher zu bleiben. Und ja, wie soll ich sagen, es ist dann häufig der bessere Weg, eventuell einen Schläger weniger zu nehmen
und dann damit aber zumindest solide und sicher auf dem Platz zu bleiben. Das probiere ich jetzt hier mit meinem Holz 3 wieder aus. Wir brauchen in jedem Fall einen dritten Ball. Ja, das habt ihr selber gesehen, was das war. Was auch immer. So, wir brauchen also hiermit einen zweiten Ball. Denn diese unten die Fläche ist betreten verboten. Das ist eine oder die sogenannte Flower Power Zone, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Und wir respektieren natürlich logischerweise die Regeln und rennen nicht wegen so einem ömmeligen 2-Euro-Ball da in die Blumen rein. Das machen wir keinesfalls. Ja, und dafür, das ist verrückt, oder? Der zweite, ein leichter Draw, schön reingespielt. Ja, perfekt. Leute, Leute, Leute. Warum in drei Teufelsnamen baue ich solche Schläge ein? Wenn mir das einer erklären könnte, was das ist und warum sowas passiert. Ich habe es beim letzten Video gesagt, das war glaube ich die Bahn im Schaumburg, war es glaube ich das Paar 3, die 11, glaube ich. Da habe ich euch auf dem Grün gesagt, wie geil doch, es ist der geilste Sport der Welt. Und selbst wenn dieser erste Schlag jetzt wirklich grausam war und der tat richtig weh, der ist schon wieder vergessen, weil dieser zweite, auch wenn es dann jetzt gefühlt, natürlich, was heißt gefühlt, auch wenn es in Realität jetzt hier an der Bahn dann der dritte Schlag war, aber der war so geil, hat so viel Spaß gemacht, dass ich einfach sage, nun ja, dann ist der erste halt der erste gewesen. Das Ergebnis ist dann am Ende nicht schön, aber so ein leichter Draw mit meinem Holz 3, ich glaube, darauf mache ich mir heute Abend einen Guinness auf. So, ich möchte euch hier natürlich die Flower Power Wiese nicht vorenthalten. Das ist toll gemacht, also so dieses Naturbelassene und da auch wirklich das so einzubauen und dann ja auch so zumindest in irgendeiner Form einzupflegen. Ich würde jetzt mal sagen, das ist jetzt alles schon ein bisschen verblüht oder wie auch immer. Ich bin kein Botaniker, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, während ich jetzt hier so da durchlaufe, das ist toll, das ist schön. Sowas ist mir dreimal lieber, als wenn alles zugepflastert ist. Also, liebe Betreiber, Greenkeeper und Verantwortliche hier im Golfclub Herford, Chapeau, meine Zustimmung habt ihr hier für diese Geschichte hier mit der Flower Power Wiese und diesen Zonen, finde ich schön. Bitte weitermachen, finde ich gut. Gefällt mir. Dieser zweite Abschlag, also Schlag 3, war sehr gut, denn in ungefähr 20 Meter beginnt die Zone, die als 209 Meter, glaube ich, oder 206 Meter Entfernung ausgeschrieben war. Das heißt, ich habe jetzt hier ein schönes 180 Meter Holz 3 geschlagen, ein ganz ruhiges. Toll, gefällt mir. Und das ist jetzt auch noch leicht in diesen Hang da rein. Jetzt haben wir so dann hier für den vierten Schlag noch 121 Meter. Der Wind kommt ein bisschen von vorne. Es geht ein ganz kleines bisschen berg runter. Also die Fahnenposition ist etwas tiefer als meine Standposition. Eisen 9, kurz gegriffen, sollte reichen. So, Konzentrazione, so, dann gucken wir mal. Ja, ich gehe immer mal wieder zurück zur Kamera, nicht, dass ich wie auf Bahn 1 den zweiten Schlag, und der war richtig gut, dass ich den wieder verpasse. Also jetzt sind wir hier mit dem vierten Schlag dran und ich brauche jetzt hier natürlich entsprechend guten Ballkontakt. Und der ist rechts. Das macht, glaube ich, nichts kaputt. Nee, gar nichts. Der rollt sogar noch wieder runter. Upsala, ja. Fehler, logischerweise. Das war jetzt hier alles soweit gut, aber Schlagfläche nach vorne und trotzdem geschlossen. Also gerade hingestellt, aber dadurch, dass die Hände schon in der Ansprechposition so weit vorne sind, wenn ich jetzt das hochmache, dann seht ihr das Drama. Die Schlagfläche ist schon geschlossen. Ich habe es auch gewusst, aber da muss dann halt einfach der Schläger neutraler in die Hand.
dann ist er auch gerade. Ja, technisch weiß ich es. Ich setze es nur leider nicht immer um. So, damit hier jeder sofort Bescheid weiß, oben am Abschlag, dass der vordere Flight hier an dem Biotop vorbei ist und praktisch der Abschlag frei ist, kann man hier läuten. So, Ohren zuhalten. Ich liebe sowas. Leider haben wir schon 4 Schläge aufgrund des Strafschlags. Ansonsten wären wir jetzt mit dem zweiten hier unten. Die Bahn ist natürlich auch für ein paar 4 nicht lang. Die Position jetzt da ist natürlich denkbar unglücklich. Ich stehe über dem Ball. Ich habe stark Rasen noch dazwischen, Gras. Es geht jetzt also hier auch nur darum, den Ball gescheit zu treffen. Ja, stimmt, die Richtung nicht ganz, die Länge war aber sensationell. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich damit unzufrieden wäre. Wenn wir jetzt davon ausgehen, das wäre jetzt der 3. Schlag gewesen, hätten wir technisch eine paar Chancen. Also Glück im Unglück, beziehungsweise noch ganz gut gespielt. Geschätzt sind es 3 Meter, würde ich so sagen. Ja, 3, vielleicht sogar 3,5 Meter. Das ist dann auch schon wieder der 6. natürlich jetzt. Also die letzten beiden Paar Viers haben mir das jetzt hier den Score verhauen. Ich spiele halt auch kein wirklich gutes Golf. Habe halt leider auch immer Fehler drin. Ansonsten sind die anderen Schläger eigentlich solide. Ist halt leider nichts Konstantes, ne? Aber zumindest war ich jetzt mal mutig und habe dem Ball dann doch eine Chance gegeben. So. Die 7 erneut. Schön hier. Schaut mal. Also hier haben wirklich, die Natur hat es hier schön. Das kann ich nicht anders sagen. Wird sich sehr viel Mühe gegeben hier mit so kleinen Biotopen. Alles sehr naturbelassen, sehr schön. Die Bahn 16 ist wieder eins dieser Löcher, wo sich die Abschläge praktisch unterscheiden. Also die 16 schlägt da hinten ab, während wir ja jetzt hier auf Bahn 7 sind. Und die Bahn 7 schlägt entsprechend da vorne erst ab. So sieht das dann vom Herrenabschlag der 7 aus. Denn von der 7 aus, für mich ist das jetzt hier ein Paar 3. Als Bahn 16 ist es ein Paar 4. Und entsprechend habe ich jetzt aus dieser Position hier an meinem Abschlag wunderschön gelegen, ganz toll gemacht, eingebettet das Grün als Paar 3. 157 Meter, ein Paar 3. Ich nehme hier ja, vom Tee nehme ich jetzt hier mal das Eisen 5. Es ist nicht so schlimm, wenn ich sauber treffe, kann es sein, dass es etwas zu lang ist. Dadurch, dass das aber in so einen Hang reingeht, ist das hier kein großes Risiko und ich würde dann in dem Fall automatisch den Bunker aus dem Spiel nehmen, der auf der rechten Seite ist. Ich weiß nicht, ob ihr den von der Kamera aus sehen könnt, aber hinter den Bäumen, da wo der Springbrunnen dort unten ist ein Bunker dahinter. Doch, ihr könnt das sehen. Ihr könnt das sehen. Ich konnte das eben von der Position an meinem Beck, das ist ja doch ein paar Meter dort drüben, konnte ich das nicht sehen. Ja, also das hier mal so ein bisschen sauber und weg. Ups, falscher Ball. Wir spielen immer in Gelb, Jungs, Mädels, das wisst ihr. Die Zeit muss sein. Ich habe eh Zeit. Hinter mir ist ein Dreierflight. Ganz nette Herren. Falls Sie mich wiedererkennen und ihr habt euch das Video hier angeschaut bis hierher, vielen Dank. Super nett. Also das klappt hier alles wirklich ohne Stress und ohne irgendwas. Bin ich sehr dankbar. Also sehr gastfreundlich hier alles. Nette Menschen, die ich kennenlernen durfte. Ganz toll. So. Ach du Scheiße. Keine Ahnung. Also, das ist jetzt hier natürlich, ich spiele jetzt schlecht. Also jetzt ist es wirklich irgendwie ganz grauselig. Bin doch ein bisschen aus dem Tritt. Ich kann nicht sagen, ob der dahinter liegt, das weiß ich nicht. Der ist da so rumgekurvt. Könnte sein, dass er liegt. Wir spielen jetzt meinen Srixon mal provisorisch hinterher.
Es ist verteufelt. Es ist wirklich verteufelt. Das ist jetzt der dritte erste Abschlag, der wirklich unter aller Rakete war, wo der zweite hinterher dann aber einfach ein Träumchen ist. Es ist zum Tiefsfressen. Ja, hier wieder ein schönes Beispiel, wie wunderschön der Platz so in die Natur eingelassen ist. Da hinten ist der Flight hinter mir, die drei Herren. Und ja, ich laufe dann hier jetzt auf meinen zweiten Ball zu. Wir schauen aber jetzt, ob hier noch irgendwo mein erster liegt. Ich glaube aber nicht. Erwartungsgemäß war der erste Ball weg. Alles andere hätte mich jetzt auch stark gewundert. Der war so schlecht getroffen und gekurvt, dass der dann einfach chancenlos ins Biotop gegangen ist. So, jetzt haben wir hier den vierten Schlag und den müssen wir jetzt schon wieder gut ranbringen. Ich hatte gedacht, dass ein bisschen mehr Break drauf ist, dass er runterrollt. Die Länge war richtig gut. Puh. Vielleicht schaffen wir die 5. So, jetzt nehme ich euch mal mit in die Position genau praktisch hinter mir. Und ihr könnt jetzt dann mal genau sehen. Also ich glaube hier, dass es nahezu wirklich gerade ist. Und ich glaube, ihr seid wirklich gut in der Verlängerung. Es ist jetzt Schlag 5 durch den erneuten Strafschlag. Okay, es wird die 6. Es ging dann doch irgendwie. Mal gucken, das gucken wir. Ihr habt es schon gesehen, ich muss es mir erst noch in der Analyse angucken. Es hängt halt doch wahrscheinlich, aber ja. Eine 6. Die Bahn 8, ein Paar 4, 356 Meter. Zeitgleich logischerweise dann auch natürlich die Bahn 17. Beide Abschläge werden von derselben Stelle gespielt. Das heißt, diese Bahn ist wieder eine derer, wo es zweimal auf der Runde, wenn man es als 18-Loch spielt, praktisch identisch ist. Und ich muss jetzt gerade mal hier einen neuen Ball rausholen, denn wir haben heute schon den einen oder anderen gelben Ball verloren, leider. Hier nehme ich jetzt natürlich den Driver. Das ist eine lange Bahn, das heißt, lang ist sie nicht, aber 3,56, es geht lang zumindest geradeaus. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, es gibt keinen Grund, hier nicht mit dem Driver abzuschlagen. Wir haben leichten Gegenwind. Der tut übrigens gerade sehr gut, bin ich ganz ehrlich. Oh ja, der ist gut, wenn er den Baum schafft. Tut er nicht. Ja, also Uwe Wegmann, ein früherer Spieler von Borussia Dortmund, hat mal gesagt, erst hatte ich kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Ja, die Weisheiten des Konfuzius. Ja, das sind halt dann diese Momente, wenn man einen Platz noch nie gespielt hat und nicht so genau weiß, wo es hingeht. Dann ist man, also ich bin dann manchmal ein bisschen unsicher, aber das ist ja mein Problem. Da kann der Platz nichts dafür, der wirklich wunderschön ist. Und wenn man ein gefühlt 80 Meter breites Fairway hat, zeige euch das da mal, dann muss ich sagen, ist man selber schuld, wenn man dann auf der linken Seite den Baum trifft. Also das ist dann definitiv einfach nur pure Blödheit oder Unvermögen. Keine Ahnung, vielleicht auch beides. Oder vielleicht auch manchmal ein bisschen diese Verunsicherung, wenn man jetzt so 2 Löcher als Triple Bogey gespielt hat. Jetzt habe ich hier Glück, es ist ja nichts passiert, der Ball ist im Spiel. Muss natürlich jetzt ablegen und kann jetzt nicht mit dem zweiten das Grün angreifen. Das ist aus der Position nicht möglich. Aber nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, ich habe auf jeden Fall eine ganz gute Chance, den dritten dann wenigstens drauf zu spielen.
Ja, ihr seht, ich kann jetzt eigentlich nur flach unter den Bäumen hier durchspielen. Also Ziel ist jetzt mehr oder weniger mit dem Eisen 5 steil drauf zu spielen. Der wird ja nicht so ultimativ lang sein, aber den halt so da so leicht reinkurven zu lassen. Tucken höher hätte er gedurft, dadurch ist er natürlich jetzt dann sehr kurz. Wobei das jetzt nichts daran ändert, dass jetzt der dritte Schlag eine Chance hat, aufs Grün zu kommen. Aber das war jetzt schon in etwa so gewollt. Vielleicht nicht ganz so steil, aber alles andere geht ja nicht. Der muss ja so, der darf höchstens 2-3 Meter hochkommen, weil sonst hängt er mir in den Blättern. Gerade für mich ein schönes Schauspiel gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch sehen konntet, gerade in dem kleinen Einspieler hier vor. Ich sage es euch ja immer wieder, ich bin kein Biologe, aber ich glaube, das war ein Fischreiher. Er hatte bestimmt eine Spannweite, so wie ich. Der zog jetzt gerade hier so von dem Wasser, zog der seine Bahn. Sehr schön. 130 Meter bis zur Fahne. Es geht wieder leicht bergab. Ich nehme meine Eisen 8. So, und jetzt nach Möglichkeit den Schläger nicht so sehr nach vorne lasten, wie ich es eben gemacht habe, um damit zu vermeiden, dass der Ball zu sehr rumkurft. Ich möchte jetzt, dass der gerade ausgeht. Oh, der ist links und ich habe keinen blassen Schimmer. Wir spielen noch einen, weil ich habe keine Idee, ob ich den da finde, weil ich nicht weiß, was da ist. Ja, ich kann euch das jetzt zeigen. Wir haben von da oben irgendwo gespielt und wir haben Glück. Dort unten liegt der gelbe Ball. So wird es jetzt dann der vierte Schlag. Der andere liegt jetzt da oben. Also hier geht es jetzt auch wieder nur darum. Ihr seht schon, ich mache die meisten Chips inzwischen so wieder. Nehme den Chipper aus solchen Distanzen natürlich nicht, weil das nicht geht. Ich habe natürlich auch weiter trainiert und geübt, dass ich diesen Schlag trotzdem meistens ganz gut hinbekomme jetzt. Gesagt, getan und schlecht. Gut, okay, aber der ist oben. Schlag 5 auf diesem Par 4. Da nehme ich jetzt dann natürlich doch den Chipper, weil das ist dann jetzt hier der richtige Schläger für mich. Ja, und habe jetzt die realistische Chance, das noch mit einer 6, also mit einem Doppelbogie zu beenden. Das ist dann noch in Anbetracht dessen, was ich davor gemacht habe, zumindest die Chance, kein erneutes Triple-Bogie zu spielen, weil das würde mich jetzt auch wirklich irre machen. Also jetzt konzentrieren wir uns, um hier die 6 zu spielen. Haben wir hier so einen kleinen Platzfehler. Hier ist irgendwie beim Mähen irgendwie, keine Ahnung, ja, das ist hier, da ist der Platz kaputt an der Stelle. Mal gucken, das ist natürlich sehr suboptimal jetzt, weil das genau die Stelle ist, wo ich dran vorbei muss. Aber da muss irgendjemand was auch immer gemacht haben, keine Ahnung. Die 6. Sehr schön. Zwar kein Wunschergebnis, weil 5 wäre jetzt hier auf dem Par 4 mein Wunschergebnis gewesen. Aber es ist kein Triple Bogey. Wir sind jetzt hier auf der Bahn 9. Das ist die letzte Bahn für mich heute, weil ich spiele den Platz ja, so wie er gebaut ist, als 9-Loch-Anlage heute. 494 Meter, das ist nochmal ein Par 5. Und Ziel ist es, den jetzt da oben hineinzubringen. Schöner Draw eigentlich. In den Baum nach rechts. Also es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich keinen Baum treffe.
grundsätzlich ein schöner Abschlag. Ich bin damit echt happy, alles gut, aber der ist halt links gestartet. Ist dann aber durch den Baum zurückgekommen. Ja, das ist heute das Spiel. Ich kann ja hier auch schon mal so ein kleines Fazit ziehen. Also das Ergebnis ist unter aller Kanone, natürlich, logischerweise. Triple Bogies mehrere dabei gehabt, Doppelbogies, ein einziges Paar. Das jetzt hier nochmal ein Paar 5. So wie ich das sehe, bin ich noch vorm Dogleg. Das heißt, ich werde nochmal vorlegen müssen. Kann wahrscheinlich erst den 4. draus spielen. Das wird wahrscheinlich hier dann 6 oder 7. Wäre ich schon zufrieden, wenn es so liefe. Grundsätzlich, ich spiele halt im Moment kein gutes Golf. Aber das ist ja letzten Endes, da kann der Platz nichts dafür. Der Platz hat es mir grundsätzlich leicht gemacht. Also ein schöner Platz, sehr gepflegt. Ich komme hier definitiv nochmal hin, um 18 Loch zu spielen. Einfach weil ich finde, dass die Anlage sich lohnt. Ich habe ganz zu Beginn auf der 1 versucht, parallel beides zu spielen. Das funktioniert nicht. Also da bin ich dann auch definitiv im Moment gar nicht im Rhythmus für, dass ich die Ruhe in mir habe, dass ich das durchziehen kann. Ich habe das dann schon auf Bahn 1 aufgegeben, das doppelt zu spielen. Also von daher, ich habe jetzt hier einfach die Konfiguration 1 bis 9 gespielt. Ziel war unter 45 bleiben. Das haben wir jetzt schon überschritten, glaube ich, wenn ich jetzt die Scorekarte zusammenzählen würde. Ist am Ende nicht schlimm. Also ich finde trotzdem, es waren hier dann gleich tolle 2 Stunden, die mich die ich hier Spaß haben durfte. Ich habe trotzdem Spaß gehabt. Es waren schöne Schläge dabei. Es waren leider in Summe zu viel wirklich katastrophale dazwischen und die muss ich abgestellt bekommen. Und das ist das große Ziel. Ich habe es dieses Jahr nicht geschafft. Vielleicht ist das aber auch mein Limit. Vielleicht muss ich akzeptieren, dass ich einfach Handicap 18, 19, 20, 21 kann. 19,2 hatte ich zwischendurch schon. Vielleicht kriege ich halt mehr nicht hin. Dann muss ich damit auch leben. Aber trotzdem möchte ich mich verbessern und das konstanter dann können. Also bleibt dran. Ich nehme euch mit auf die Reise, wie es weitergeht. Weiß aktuell nur der da oben. Auch das bietet dieser Platz immer und ausreichend. Es sind überall Mülleimer angebracht. Ballwaschanlagen sind da und Sitzgelegenheiten mit tollem Panorama. Ja, das möchte ich euch noch sagen. Also ich habe mich lange dagegen gewehrt, so ein Elektrotrolley zu haben oder mir zu kaufen. Mittlerweile, ich möchte ihn nicht mehr missen. Ich bin da ganz ehrlich, das ist ein so unfassbar Komfortvorteil, also ein irrer Komfortvorteil. Gerade auch auf Plätzen, die so ein bisschen rauf und runter gehen, muss ich wirklich sagen, also ja, nicht mehr ohne. Das ist eingetreten, was ich gedacht habe. Wir sind natürlich noch nicht am Dogleg angekommen, also am Knick, sodass ich jetzt den Ball noch vorlegen muss nach oben und das tue ich mit dem 8er Eisen jetzt. Ja, genau da sollte der hin. Also das war jetzt mal tatsächlich ein schöner Schlag. Einfach nur durchgezogen. Schön. Ich habe halt eine, wie nennt man das, Tendenz dazu, dass der Ball für mich als Linkshänder eine leichte Rechtskurve macht. Das ist dann in so einem Fall ein leichter Draw. Das Problem ist halt eben, mir wird daraus leider zu oft ein Hook, weil die Schlagfläche zu sehr zu ist oder ich zu weit von innen komme. Als Hooker gehöre ich ja, glaube ich, zu nur 10% aller Golfer und Golferinnen, weil die anderen kommen alle von außen und sind die Slicer. Da habe ich nun so gar keine Probleme mit, also ganz, ganz selten mal. Und dann ist es meistens halt ein Fade, aber der Hook ist auch furchtbar. Ja, und jetzt sind wir hier praktisch am sogenannten Dogleg, also an dem Knick angekommen. Und unser Ball liegt jetzt auch da vorne, also meiner. Also ganz ordentlich und brauchbar. Wie gesagt, die Bahnen sind hier breit, verzeihen viel. Reicht mir grundsätzlich im Spiel auch fast immer aus. Nur meine Abschläge waren halt zum Teil so katastrophal, dass das dann natürlich ein Problem wird. Ja, schöner Platz, wirklich. Abschließend ein letztes Mal ein Lob an die Greenkeeper. Der Platz ist toll gepflegt. Es ist eine schöne Umgebung. Auch hier wieder der Weitblick in die Landschaft hier in Westfalen. 2 Schläge sind gemacht. 197 Meter bis zur Fahne. Ich packe jetzt hier mal das Holz 3 aus, weil das ist relativ breit. Also wenn ich eine Sache zu kritisieren habe hier auf dem Platz, wieder, das ist jetzt Meckern auf ultimativ hohem Niveau. Und es ist auch eigentlich kein Meckern. Aber das Fairway, ihr könnt das sehen, das Holz 3 verschwindet vollständig im Rasen. Das ist dann für ein Fairway schon zu hoch. Also beim Fairway sollte er aufliegen und im Prinzip nicht
so sehr versinken. Ich kann mir vorstellen, sie möchten halt verhindern, dass der Platz verbrennt, das verstehe ich auch. Aber es gibt gar keine Mähkante zwischen First Cut und Fairway. Und das ist dann ein bisschen schade, weil das macht es natürlich jetzt auch schwerer, einen sauberen Ballkontakt zu haben. Es ist fast immer Gras am Ball. Wie gesagt, das ist Meckern auf unglaublich hohem Niveau. Ich meckere auf einem Niveau, wo mein Golfspiel nicht hinlangt. Aber trotzdem, hier spielen ja auch Spieler, die deutlich besser sind als ich. Eine ganze Menge davon sogar bestimmt. Und gerade gute Spieler, die dann vielleicht nur noch 2, 3, 4 Schläge vorhaben, für die ist das dann vielleicht entscheidend, ob sie genug Spin auf den Ball bringen und einen sauberen Ballkontakt haben. Und da sage ich dann, da ist dann das hier zu hoch. Also, wie gesagt, aber trotzdem, der Platz ist toll. Auch das jetzt so, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ich habe es euch gerade gezeigt. So im Hintergrund die Felder und das alles so ein bisschen leicht hügelig. Ist aber nie unfair, also der Platz ist nicht irgendwie gebirgig oder so, ist alles in Ordnung. Und die Qualität vom Fairway als solches absolut top. Also wir sind im August, super, also ist über jeden Zweifel erhaben. Also der Platz ist wirklich rein von der Grundqualität her jeden Cent wert, den ihr unbedingt investieren solltet und hier hinfahren solltet und hier mal eine Runde Golf spielen. Ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Der könnte sogar fast drauf sein. Also das war jetzt ein richtig guter Schlag. Ich weiß nicht, ob das für euch auch so ausgesehen hat. Für mich hat es sich gut angefühlt. Ich ziehe den nicht bis ins Finish. Ich glaube, ich bleibe irgendwo so da stehen. Aber grundsätzlich der Ballkontakt und so, das machte, ja, das hat mir jetzt wieder Freude gemacht. Ihr seht trotzdem, dass mein Spiel heute wirklich war. Ich glaube, ihr könnt Lippen lesen. Ich sage das Wort lieber nicht. Sonst muss ich da einen Piep drüber legen. Sonst sperrt mir YouTube das Wort, weil es jugendgefährdend ist. Und das Video wird runter eingeschränkt. Das will ich ja nicht. Aber das war jetzt das, wo ich sage, hey, ich weiß, dass ich kein guter Golfer bin. Aber zwischendurch gelingen diese Schläge und die machen dann so unglaublich viel Spaß. Wenn man sich dann so vorstellt, stell dir mal vor, du könntest das öfters. Meine Güte, wie schön wäre das. Denn rein grundsätzlich, es ist ja drin, es ist ja da, dass ich die Bälle so treffen kann. Wir gucken uns das jetzt mal an. Sensationell, 197 Meter waren es bis zur Fahne. Bergauf, denke ich, waren das jetzt so 185 Meter mit dem Holz 3 von ganz da unten. Da hinten irgendwo, wo der Baum ist. Von da aus. Also ein richtig toller Schlag. Mit dem dritten jetzt hier vorne. Viel mehr hätten wir sonst auch nicht hinbekommen. Und jetzt wollen wir schauen. Ich lasse das jetzt mal live so durchlaufen. Ich nehme jetzt den Chipper. Der soll jetzt mit dem vierten hier auf dem Par 5 dann ans Grün ran. Und mit einem Paar mich nach der schlechten Runde zu verabschieden, wäre mir natürlich jetzt eine persönliche Freude. Würde mir zumindest so ein Stück weit die Runde versüßen, die ja nun doch wirklich sehr schwierig war für mich. Das kann man ja nicht anders sagen. Oh, das wäre fast das Birdie gewesen, Jungs und Mädels. Ja, schön, 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 schön. Also sieht so aus, als ob wir doch zumindest zum Abschluss eine realistische Chance auf ein Paar haben hier. Das sind jetzt vielleicht noch so 80 cm. Zur Feier des Tages nehme ich dann auch mal die Fahne raus. Übrigens auch da muss ich sagen, die Kanten, die Lochkanten hier in dem Golfclub in Herford sind messerscharf. Ganz toll, auch das habe ich schon in anderen Clubs ganz anders gesehen, dass die zerrammelt sind von den Leuten, die da reingreifen. Hier absolut nicht, die sind wirklich absolut super. Richtig, 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 richtig gut. Also wenn da ein Ball an die Kante kommt, der hat eine realistische Chance reinzufallen und nicht, weil das schon so ein Krater ist, dass er dann irgendwie wieder rausrollt. Also mehr Hilfe von seitens des Greenkeeper-Teams, dass unser Eins die Bälle da reinbekommt in dieses kleine Loch, ist nicht möglich. Also es liegt hier wirklich an uns Spielern und Spielerinnen und ansonsten niemanden. Ja, gut, das passt zum Tag. Schade, war trotzdem alles gut. Eine 6 zum Schluss auf diesem Par 5, also nochmal ein Bogey am Ende.
Ich bin damit nicht unzufrieden. Das ist in Ordnung. Dafür, dass dann noch schon der Abschlag im Baum war, war das gut. So, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Ich bin jedem Einzelnen von euch dankbar, der es geschafft hat, diese Zeit, die es jetzt gebraucht hat, bis an diesem Punkt, Ende der 9 Löcher hier, dabei zu bleiben. Und wir können mal eben zusammenzählen. Das kann ich mit euch machen, denn hinter mir ist niemand. Wir haben also die Zeit, da mal eben noch die letzten beiden Bahnen einzutragen. Das waren jetzt noch zweimal eine 6. 6 und 6. Das sind dann 7, 13, 19, 26, 30, 37, 43, 49, eine, wenn das richtig ist, eine 51. 7, 17, 24, 28, 35, 41, 47, 53. Nochmal 7 und 4 ist 11 und 6, 17, 24, 28, 35, 41, 47, eine 53. Das ist natürlich in Summe eine Katastrophe. Also eine 53 ist für mich dann locker mal eben 6, 7 Schläge zu viel. Das sind dann diese ganzen Triple Bogies. Am Ende ist es egal. Ich hatte 2 Stunden auf einem wirklich tollen Golfplatz hier in Herford. Floto, glaube ich, der Ortsteil, wo dieser Platz liegt, ist, glaube ich, Floto. Und tatsächlich richtig gut, richtig gut. Wie gesagt, die Fairways dürften etwas kürzer sein. Touché, ist wie es ist. Der Platz ist toll gepflegt. Die Bahnen sind sehr abwechslungsreich, bieten sehr viel. Und ja, hier kann sich jeder austoben. Also man hat lange, breite Fairways, aber auch entsprechend mit Wasserhindernis, Par 3, die dann schwierig sind, wo hinten der Hang ist oder auch wo hinter dem Grün dann ein Abhang ist, wo man vorsichtig spielen muss, wo zu lang sehr stark bestraft wird. Dann noch die Kombination damit, dass 4 Löcher mit verschiedenen Abschlägen sich anders spielen, also als Par 4, dann Par 3 oder Par 5 und Par 4 oder eben halt deutlich länger und kürzer. Also da muss ich sagen, kann man diesen neuen Lochplatz eben aufgrund dieser Besonderheit halt eben auch 18 Loch spielen. Na klar, es sind dann 5 Löcher trotzdem, wie schon auf den ersten 9, aber durch diese Unterbrechung mit den 4 veränderten Abschlägen bleibt es dann trotzdem abwechslungsreich und so hat man dann trotzdem, glaube ich, eine schöne 18-Loch-Runde. Die Driving Range, die jetzt praktisch in eurem Rücken gerade ist, die ich euch ja auch schon gezeigt habe oder jetzt gerade zeige, je nachdem wie das Video dann nachher gebaut wird, das weiß ich jetzt noch nicht so genau, wie ich das baue, ist auch sehr schön gemacht. Einzig schade ist, dass sie halt nicht, sie geht bergab und sie ist maximal 220 Meter lang. Das heißt, jeder etwas ambitioniertere Golfer oder auch gute Golferinnen mit einer hohen Grundlänge werden den Driver hier nicht benutzen können, weil dann einfach die Bahn nach unten in die Mühle zu kurz ist. Auch das ist wieder Meckern auf zu hohem Niveau, für mich jedenfalls. Gut, ich habe jetzt hier den Driver nicht genommen. Wenn ich den bergab richtig treffe, ist der 230, 240 lang und dann bin ich da in diesem Häuschen. Also logischerweise benutze ich den Driver nicht. Aber trotzdem, es ist alles gut, es ist alles schön angelegt. Die Area vorne mit der Gastronomie ist toll gemacht. Vorne der Counter im Clubhaus ist gut. Es ist ein Automat da, wo man sich kleine Snacks holen kann und Getränke, glaube ich, auch. Oben ist diese kleine... Ja, es ist dann praktisch die Halfway-Hütte hier, wo sicherlich bei Turnieren dann auch Getränke oder kleine Snacks dann warten auf die Spieler und Spielerinnen. Es ist wirklich alles toll. Also der Platz, ich bin überrascht. Ich habe es nicht erwartet. Das ist so eine richtig kleine Perle hier als neuen Lochplatz. Viele Golfer und Golferinnen oder einige zumindest sagen ja, also ein bisschen verpönt, neuen Lochplatz. Nee, Golfplätze müssen 18 Löcher haben. Stimmt, finde ich grundsätzlich auch. Aber hier, die haben das toll gelöst und mit diesen variablen Abschlägen bei 4 Bahnen finde ich das richtig gut gelöst. Und da lohnen sich auch 18 Loch. Und das werde ich auch auf jeden Fall noch mal machen. Dann das als 18 Loch. Aber jetzt so 9 Loch, beide zu spielen, das, was ich am Anfang vorhatte, da gibt es keinen Rhythmus. Ich habe es auf der Bahn 1 versucht. Das habe ich dann aber auch sofort abgebrochen. Und gerade auch wenn man das filmt. Ich glaube, wenn man es nicht filmt, ist das sogar möglich, dass man das machen kann. Aber da ich euch ja auch nebenbei noch so ein bisschen erzähle, was da so mit mir los ist und was ich da so fabriziere, ist das dann für mich, dann bin ich total überfordert. Und das hat dann keinen Zweck gehabt. Deswegen habe ich das dann auch nach dem zweiten Schlag schon auf Bahn 1 aufgegeben und für euch einfach mal den Platz abgefilmt. Und es euch aber auch gesagt, wo dann die angepassten Abschläge sind, sodass ihr das auch gesehen habt. Ich hoffe, ich habe euch auch genug Background-Infos gegeben über den Platz. Was ihr hier so findet. Der Ballautomat nimmt 1- und 2-Euro-Stücke, wie es gewohnt ist. Also braucht ihr keine Token zu holen im Clubhaus. Ihr kriegt einfach mit 1 oder 2 Euro entsprechend Bälle dort raus. Ja, das soll es gewesen sein.
besucht den Golfclub Herford. Empfehlung meinerseits ist hier echt wirklich ausgesprochen. Und wenn mir irgendwas nicht gefällt, sage ich das auch. Immer natürlich aus der Sicht eines 21-Einer Handicapers. Von daher müssen sich dann die Leute in den Golfclubs auch nicht immer alles davon annehmen. Manches werden sie vielleicht auch dann als vermessen ansehen und sagen, ja, was redet der hat nur ein 20er Handicap, warum ist dem das Fairway zu hoch? Das ist einfach nur das, was ich fühle und was ich spüre. Aber eben, ich habe hier auch gespürt und gesehen vor allen Dingen, dass hier sehr viel Pflege betrieben wird, dass der Platz wirklich mit sehr viel Muße betrieben wird, dass man sich hier wirklich sehr viel Mühe gibt, den Golfern und Golferinnen ein schönes Erlebnis zu bieten. Und das ist gelungen. Also, danke an den Club und danke an euch, die ihr so lange dabei geblieben seid. Und jetzt zum letzten Mal abonnieren, Glocke drücken, damit ihr kein Video verpasst. Kommentieren und bitte ein Gefällt mir da lassen. Das Abo kostet keinen Cent. Es hilft mir nur, dass der Kanal schneller wächst. Und wie gesagt, ich habe keine großen Wünsche an euch. Aber wenn ihr Abonnenten und Abonnentinnen würdet, freue ich mich doppelt, wenn ihr zuschaut. Also, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mit Bahn 9 fertig seid, im Übrigen, bitte nicht über die Bahn 1 zurückgehen. Das hatte ich vorhin, als ich hier angekommen bin. Da ist ein Trupp von 3 Spielern, die sind einfach über die 1 zurückgegangen. Das hat mich jetzt nicht gestört, weil ich noch nicht am Abschlag war. Aber es geht hier im Rücken der Driving Range, geht hier neben der Bahn 1 ein kleiner Weg her. Also bitte, wenn ihr 18 Loch spielt oder auch wenn ihr nur 9 Loch spielt, nicht über die Bahn 1 zurückgehen, sondern bitte diesen kleinen Weg hier nehmen. Es geht da unten auch noch mal ein kleiner Weg rein. Bitte nutzt diesen Weg und bitte nicht die Bahn 1. So, ihr seht mich hier auf der Driving Range im Golfclub Herford. Malerisch, wirklich. Also viel schöner kann eine Driving Range eigentlich so im mittleren Teil Deutschlands, ohne dass wir hier so große Berge wie die Alpen hätten. In Westfalen kann man es eigentlich kaum haben hier am Abschlag. Direkt auf eine Mühle zu. Die Mühle ist so ungefähr 230, 240 Meter weg. Es sind logischerweise, das blende ich euch jetzt hier mal ein, keine Schläge über 200 Meter erlaubt. Das heißt, ich kann mich hier mit dem Driver nicht einschlagen, weil es geht auch noch ein Stück bergab. Und ihr wisst, niemals ein Risiko eingehen. Und es macht ja keinen Sinn, da unten in das kleine Häuschen reinzukloppen, nur weil man meint, man wäre Rambo. Auslassen. Also einschlagen ganz normal wie gewohnt. Und ich lasse euch hier ja jetzt mal nebenbei so diesen Panoramablick noch mal einmal durchlaufen. Muss ich sagen, fängt schon mal gut an. Es ist auch ziemlich warm. Wir sind jetzt so Mitte, Ende August und irgendwie, glaube ich, die Uhr sagt 27 Grad. Also schon richtig heftig warm, aber genauso wollen wir es haben. Das nennt sich Sommer und nannte sich auch schon früher übrigens Sommer. Da brauchen wir heute keine Angst vor haben. Ist einfach mal warm. Viel trinken ist die Devise. Sonnenschutz aufsetzen, habe ich natürlich immer, wisst ihr. So, ja. Einschlagen vor der Runde, für mich unabdingbar oder unablässig. Wenn ich mich nicht einschlage, dann breche ich mir fast die Knochen beim Golfspielen. Von daher, ich habe so meine typische Routine mit meinen 20, 25 Bällen und ja. Da geht es immer für mich erstmal nur darum, so ein bisschen Gefühl zu kriegen, reinzukommen. Ich habe jetzt natürlich schon ein paar Bälle geschlagen, also ich bin schon warm und mir läuft auch der Schweiß schon. Aber das ist mir lieber als Regen, denn Regen wollen wir nicht als Golfer. Nein, und auch nicht als Golferinnen im Übrigen. Ja, leichte Kurve. Ja. Ja, dort seht ihr die Starthütte. Von dort aus geht's los. Normalerweise mutmaße ich mal, da ist der Marshall vielleicht auch bei Turnieren drin. Da oben haben wir dann den Abschlag 1. Und die Besonderheit hier ist ja, dass dieser Platz
im Endeffekt zwar nur 9 Bahnen besitzt, aber an 4 der 9 Bahnen gibt es 2 Abschläge. Während da hinten der Abschlag für die 1 ist, schlägt der Herr dort vorne jetzt gerade von dem Abschlag der 10 auf Bahn 1 ab. Und somit haben wir hier praktisch 2 Bahnen in einer. Also das ist schon mal sehr spannend gemacht hier auf dem Golfplatz. Macht ihn auch in Ostwestfalen zumindest mal einmalig, denn es gibt ansonsten keinen Platz, der sich praktisch wie ein 13-Loch-Platz spielt. Vor der Runde habt ihr die Möglichkeit, euch alle Informationen zu holen, die ihr so braucht auf der Runde. Ihr könnt euch hier auch über einen QR-Code die Bahnen runterladen für euer Handy, damit ihr immer genau wisst, wo ihr seid. Also wirklich alles sehr, sehr schön und mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht hier in dem Golfclub. Und wie gesagt, da vorne seht ihr den Eingang zum Pro-Shop. Ja, hinter dem Baum da vorne versteckt sich unsere Windmühle, die ihr schon gerade gesehen habt. Dann haben wir jetzt den Außenbereich der Gastronomie. Ist jetzt natürlich um die Uhrzeit noch geschlossen. Da hinten gibt es dann die Karts und das ist hier der Weg hoch zum Abschlag 1. Jetzt genau hinter mir ist jetzt das Puttinggrün logischerweise. Und dort oben in der Hütte gibt es auch Getränke, wie ich gerade gesehen habe. Das zeige ich euch gleich und dann geht es da vorne gleich auch los. Ja, hier haben wir die kleine Hütte. Sehr schön gemacht. Und auch der Tipp, bei Frost sind die Wintergrüns anzuspielen. Da ist jetzt aktuell nicht mit zu rechnen. Und hier, ihr seht, ein kleiner Kühlschrank drin, ein bisschen Wasser. Unter normalen Bedingungen oder Turnierbedingungen sicherlich dann auch befüllt. So, hier hat man dann auch noch die Möglichkeit, sich dann auch noch mal hinzusetzen, einen Augenblick, ein bisschen auszuruhen. Und ja, sieht wirklich gut aus. Rein vom ersten Eindruck, dort hinten seht ihr übrigens die Chipping- und Pitching-Area auch noch. Da wird auch gerade trainiert und geübt. Wirklich eine tolle Anlage, ich kann es nicht anders sagen. Macht so jetzt schon mal echt einen richtig guten Eindruck. Gerade in der heutigen Zeit machen solche Umweltprojekte wirklich durchaus Sinn und sollten auch immer unterstützt werden. Also ihr seht das da, ihr könnt da auch einfach mitmachen. Ich glaube, wenn ihr auf diesen QR-Code drauf drückt, wenn ich da jetzt mal drauf bleibe, habt ihr sogar die Gelegenheit, glaube ich, mit eurem Smartphone das anzuscannen. Für den Fall der Fälle, dass ihr hier das Flower Power Blumenwiesen-Projekt im Golfclub Herford unterstützen wollt. Auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, hier nochmal der schöne Panoramablick auf der Driving Range. Das ist wirklich malerisch gemacht hier. Da kann man wirklich sich nicht beschweren. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Im Hintergrund haben wir das Pitching und Chipping grün bzw. den Bereich. Und da oben sind die Abschläge. Also hier wird empfohlen oder bzw. vorgegeben, von den Matten abzuschlagen. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung, das Ganze. Also qualitativ sind die Matten auch sehr, sehr gut. Also nicht irgendwie alte, ausgelatschte Matten, sondern wie ihr es auch in meiner kleinen Range-Session am Anfang gesehen habt, wirklich in einem guten Zustand. So, und unser kleiner Freund tut immer noch seine Arbeit hier und mäht und mäht und mäht. Und wie ihr seht, er macht das wirklich gut.